Mit den Crux-Paketen inklusive K-Flex-Flights hat Target Japan schöne, aber tendenziell eher leichte Dartsets auf den Markt gebracht und legt jetzt mit der Black Marquis-Serie nach, die in tollen Griparten und schönen Formen kommt. Stelle ich euch genauer vor, inklusive den heiß begehrten Paul Lim Generation 8 Darts. Los geht's! Während die Target Japan Crux-Serie in Silber mit weißen K-Flex-Flights gehalten ist, kommt jetzt die Black Marquis-Serie in dunklen Designs mit schwarzen K-Flex-Flights. Mit 82 € sind die Swisspoint Darts gut 20 € teurer als die Crux Japan-Serie, dafür mit komplexeren und gemischten Griparten. Die Verpackung außen, schick, gefällt mir. Schwarz, gold, glänzend, matt, geil. Dass dir dann direkt das Swisspoint-Tool entgegenfällt und die Darts aber dann sowas von fest in diesem Plastiktray stecken. Okay, also so überstehen die Dinger vermutlich 1A den Transport, kann ich nachvollziehen, aber so vom Auspackerlebnis, das trübt's ganz kurz. Aber die Darts selber, wunderschön. Ich habe mich aus der ganzen Auswahl für die Black Marquis oder Black Mark Rain entschieden. Gibt's in 24 Gramm, 90% Tungsten. Zum einen haben sie als einzige diesen geilen Champagnerton vorn, dazu eine Tapered Nose, die mir sehr gefällt, und diese Nerd-Sektion, die so ein bisschen an Raymond van Barnevelds Darts Generation 4, Echo X oder auch wie bei der Jubiläums-Edition erinnern. Warum auf dem glatten Mittelteil Zero steht, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte jetzt eher Rain erwartet, so wie die Darts heißen, oder von mir aus Target, aber so ist es hier nun mal drauf. Also vorderer Teil, Mitte mit dem Unterbrecher gefällt mir schon mal gut und dann diese hintere Griffsektion mit den breiteren Ringen, die aber jeweils nochmal ganz feinen Ringgrip drauf haben und dazu dann diese feinen und versetzten Quercuts, schön. Und auch ein griffiges, kontrolliertes Feeling. Würde ich jetzt so mittelstark einordnen, 3 von maximal 5. Dazu die 30 mm Swisspoint Nanos, tolle Kombi. Von der Optik gefällt mir auch die farbliche Abstufung richtig gut. So vorn heller, dann geht es so ins Anthrazit und hinten dann dunkelschwarz. Sieht geil aus und ich kann es auch gut spielen. Steckwinkel, Flugverhalten gefällt mir. Genau mein Ding. Auch wenn ich nicht so der Fan von schwarzen, spiegelnden Flights bin. Aber das macht ja nichts, das tut dem Spielspaß hier keinen Abbruch. Diese Darts für mich sehen geil aus, spielen sich geil, alles top. Und bevor ich gleich ans Video-Editing gehe, zeige ich euch mal, wie zum Beispiel diese Fitness-Shaker aussehen. Nennt sich Thermonator. Ihr merkt, aus welcher Branche das kommt. Seht ihr auch gleich am Design. Kommt immer in so einer geilen Packung. Und hier, ich hoffe, es raschelt nicht zu sehr, ungeschnitten, ungeschönt. So kommen die Dinger zu euch. Das ist eine Bottle, ist die Lieblingsfarbe von meiner Freundin. Die hat sich das gewünscht. Gibt es jetzt in so einem wunderschönen Eisblau, für mich leicht grün. Richtig schöne Machart. Unten ist zum Beispiel so ein Silikonstopfen, dass das fest steht, nicht rutschen kann. Den könnt ihr natürlich auch abmachen. Dass das ganze Ding zum Beispiel im Auto in diese typischen Getränkehalter passt. Hier oben schöner Schraubverschluss, einfach wegklappen. Schöne große Öffnung zum Wegzischen. Hier unten seht ihr, ist so ein Korb drin, der ist eingeschraubt. Da kannst du Früchte reinmachen, Eiswürfel, wie auch immer. Das ist aber gleichermaßen so ein Sieb für die ganzen Leute, die halt Eiweißshakes und so trinken. Edelstahl, doppelwandig, einfach zu reinigen. Hier mit richtig schönen Dichtgummis, die kann man auch rausnehmen und reinigen. Da kann ich euch nochmal Tipps zur Pflege geben. Das ist ein hochwertiges Produkt und netterweise sind die meine Partner bzw. Unterstützer. Das heißt, ich kann euch da einen entsprechenden Rabattcode geben. Findet ihr unten alles in der Videobeschreibung bzw. blende ich euch ein. Der Thermonator Shaker, ich habe hier manchmal zum Beispiel morgens auch einfach meinen Kaffee drin, also aus der Kaffeemaschine, zack, einfach rein, dann bleibt das ewig lange warm. Oder wenn ihr Sport macht, zum Daten geht, zum Training, diese Bottle immer dabei haben, super easy. Hier Fassungsvermögen 750 Milliliter. Hier drüben meine Bottle mit dem Farbverlauf, das ist 1,2 Liter. Das ist immer so meine Holy Energy Trinkflasche. Die gibt es zum Beispiel mit so einem Strohhalmaufsatz, aber auch ist mit dabei ein zweiter Aufsatz, der ähnlich wie der hier ist, dass ihr da direkt draus trinken könnt. So, hier zeige ich euch jetzt mal nicht das Innenleben, weil die ist gerade voll. Hat aber auch hier so einen praktischen Tragehenkel, auch die hätte so einen Silikonfuß, den habe ich jetzt abgemacht. Und ihr seht, die habe ich schon öfter benutzt. Hier oben geht der Ice Drop Schriftzug ein bisschen weg. Das macht aber nichts, hier oben ist es gedruckt, kein Ding. Hier unten, das ist richtig haltbar. Und diese großen Flaschen gibt es immer in so geilen Farbverläufen und wirklich richtig schöne Farben. So. Die beiden aber mal beiseite, denn jetzt kommt wirklich neu auch noch große Cups dazu. Ich glaube, das sind sogar 1,2 oder gar 1,4 Liter.
Der Deckel ist schon mal fett, also die Verpackung ist auf jeden Fall auch geil. Ich hebe es mal raus. Ihr seht, nagelneu, ich habe das auch noch nicht ausgepackt und ich finde, das sieht schon mal richtig genial aus. Geiles Grün. Das ist doch mal ein Cup. Weißt du, was es da für ein Latte Macchiato gibt? Also da bleibst du den ganzen Tag wach. Hat hier so einen Schiebedeckel drauf. Also kannst du direkt hier aus der Tasse trinken, aus dem Cup. Ist das ein, okay, auch Schraubdeckel. Doppelwandig Thermoskanne, genau das gleiche. Silikonfuß dabei. Kannst du abmachen, kannst du drauf machen. Zack. Und hier ist noch was dabei. Nämlich ein Edelstahlstrohhalm und eine Reinigungsbürste. Ich spule mal kurz vor, um euch das Rascheln zu ersparen. Auch hier Deckel wieder drauf. Wenn man will, Schieber auf, Strohhalm rein. Geil. Coole Range. Ich mag die Größen, ich mag die Verarbeitung, ich mag das Design und darum bin ich, wie gesagt, froh, dass ich Ice Drop mit als Partner gewinnen konnte. Denn ich habe das schon mal gesagt, Holy Energy oder auch diese ganzen Holy Eistee-Sorten sowie auch diese Hydration trinke ich gerne, trinke ich auch viel mit verschiedenem Geschmack. Aber ganz oft hast du eben das Thema, die ganzen Plastikflaschen, nicht nachhaltig. So eine gute doppelwandige Thermosflasche kostet vielleicht einmalig ein bisschen mehr. Aber die ist hygienisch, hier gibt es auch Ersatzteile, Ersatzdeckel, das kannst du einmal tutti kompletti günstig über Ice Drop auch nochmal nachbestellen, wenn du es brauchst. Und die Dinger sind eben dicht. Weil nichts ist nerviger, wenn du eine Flasche unterwegs hast, steckst sie in eine Seite in den Rucksack oder fährst du mit dem Fahrrad, wie auch immer, zur Arbeit oder auch zum Training, sonst wohin, zum Dartspiel. Und dann merkst du schon, wie das da irgendwie beiseite raussifft, irgendwie klebrig ist, du nimmst das in die Hand. Hier hast du wirklich keinen Stress. Ihr kennt mich, wenn ich Produkte empfehle, vor allem als Partner oder Sponsor, dann immer solche, die ich selber nutze, die ich selber auch ausprobiere und das nicht nur an einem Tag, sondern die habe ich jetzt schon seit Monaten, ist die mein Begleiter beim Job auch im Allgäu. Davon habe ich 2 Stück, die wechsle ich immer durch. Na, und ich garantiere euch, meine Freundin wird sich über das Ding super freuen. Generell als Geschenk immer eine coole Sache. Und das jetzt sogar mit Rabattcode. Also wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch das zumindest mal an. Ich sage hier nicht, das sind die günstigsten Flaschen von allem auf dem Markt. Mit Sicherheit gibt es auch wieder günstigere. Ich habe selber aber auch wirklich schon was von WMF und ausprobiert. Die kosten dann genauso ihr Geld, haben aber manchmal nicht diese Ausstattung mit zusätzlichem Deckel oder zusätzlicher Dichtung und so Geschichten. Und die Dinger funktionieren. Sehen gut aus, es gibt Auswahl, haben eine schöne Größe, sind stabil. Ehrlich, ich brauche eigentlich genau nichts anderes. Hier gibt es für jeden Zweck genau das, wo man eben sagt, yo, will ich haben, habe ich Bock drauf. Na und damit weiter im Video. Die Paul Lim Generation 8. Ja, wow, das wird jetzt nur noch besser. The Legend hat hier ein mega schickes Dartset bekommen. Ebenso 24 Gramm, 90% Tungsten. Mit 107 € als Spielerdart etwas teurer. Aber es gibt auch ein bisschen mehr fürs Geld. Wie jetzt Verpackung mit Aufklappdeckel und Fenster. Schön zum Präsentieren. Design der Verpackung auch hier sehenswert. Dazu dann einfach aus der Seite rausschieben. Da fällt ihr eben nicht direkt ein Kleinteil entgegen. Auf dem Point Saver ist nochmal die Paul Lim Signature. Und die schwarzen Target Flights gibt es hier mit Logo bedruckt, wenn auch nur auf einer Seite. Hebe ich das ganze Tray dann raus, liegt darunter das Swisspoint Tool und der typische Zettel mit der Gewichtsangabe. Diese Darts kommen dann auch mit den etwas teureren Swisspoint Nano Storm Points, ebenso 30 mm, schön geformtes Barrel, nochmal Paul Lim Signature auf dem mittleren Ring. Der Grip vorne sehr cool gemacht, auch sehr griffig, also das ist für mich eine 5 von 5. Hinten dafür eher wieder so mittelstarker Grip, den würde ich 3 von 5 einstufen aus gleichmäßigen Ringen mit ebenso gleichmäßiger Querfräsung. Durch die schlankere Barrelform vorne mit dem etwas sanfteren Übergang der Storm Points sind hier natürlich auch etwas engere Gruppierungen möglich, vom Flugverhalten auch toll. Steckwinkel mit dem Setup für mich ist ein bisschen steiler. Da komme ich jetzt so im direkten Vergleich mit dem Black Marquis auf Anhieb besser zurecht. Aber die Paul Lim, ganz klar, sind einfach legendary. Gelungene Darts, präzise designt und stimmig präsentiert. Mich reizt hier auch, einige dieser silbernen Highlights nochmal zu vergolden und vielleicht auch nochmal so ein rotes Highlight diesen Darts zu verpassen. Das zeige ich euch gerne nochmal in einem separaten Video, wie ich das mache.
Ja, und ich denke, hier kann ich auch schon zum Abschluss kommen. Da muss man nicht viel Worte verlieren. Es sind beides für mich wirklich gelungene Darts. Sehen gut aus, spielen sich gut. Habe ich schon mal gesagt, präsentiert sind sie auch sehr schön. Ich finde generell diese Target Japan Serie, auch diese japanischen Spielerdarts, das mausert sich. Da kommt dann auch immer mehr Auswahl zu uns rüber. Und ich finde auch von den Preisen her bezahlbar. Die Crux Serie fängt ja bei 60 Euro an. Mit der Black Marquis sind wir dann so bei 80, 82 Euro. Okay, Spielerdarts halt ein bisschen höherpreisig. Rundum gelungene Darts, ja, die haben ihren Preis. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches dieser Black Marquis Sets oder generell Target Japan Modellen euer Favorit ist. Das würde mich auch mal interessieren. Mir haben es wie gesagt die Rain ganz besonders angetan. Geiles Design und ich kann sie ebenso gut spielen. Und dann kann ich es hier schon mal so ein kleines bisschen vorankündigen. Ich mache jetzt mal eine ganz kleine kurze Urlaubspause von 10 Tagen. Vielleicht lade ich noch ein Video hoch mit meinem neuen Partner. Und dann sammle ich mal ein kleines bisschen Energie, bevor es in die geilste Zeit des Jahres geht mit all den großen Produktlaunches und natürlich gen Richtung Dartswerk. Da wird natürlich ordentlich durchgestartet. Also bis dahin und bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.